Servus Leute, ich bin heute wieder oben beim Sweep Hockey und ich werde meine Schlittschuhe auf Inliner ummontieren lassen. Ich habe viele Fragen bekommen in den letzten Jahren, was sind die besten Inliner oder geht es überhaupt, dass man Schlittschuhe auf Inliner ummontieren lasse? Viele wussten es nicht. Deshalb bin ich hier beim Sweep und wir werden euch zeigen, wie das geht. Ich habe seit Ewigkeit eigentlich gar keine Inliner mehr gekauft. Ich lasse immer meine Schlittschuhe ummontieren und ihr könnt es auch machen. There he is, Captain Rotbart. Guten Tag, Marcel. Schön, dass du da bist. We ready to go? Auf jeden Fall. Gehen wir in die Werkstatt? Heute in die Werkstatt. Heute umgebaut. Dass der Marcel mal wieder auf die Rolle kommt. Also für wen kommt so ein Umbau in Frage? Also in meinem Fall, wie viele von euch wissen, bin ich letztes Jahr vom CCM nach Bauer gewechselt. Habe gar kein Bauer Inliner, nur ein paar Bauer Schlittschuhe. Deshalb bräuchte ich Bauer Inliner für diesen Sommer. Ich habe ein paar geschickt bekommen. Leider haben die meine Füße echt wehgetan. Deshalb habe ich nachgefragt, ob ich dieses Custom Paar einfach umbauen lassen könnte und mir eine neue Paar Skates bestellen könnte. Aber Tobi, für viele andere Menschen, die vielleicht keine Custom Skates haben, lohnt es sich trotzdem, Schlittschuhe umbauen zu lassen. Für wen kommt sowas in Frage? Genau. Also es kommt für die in Frage, die einen alten Schlittschuh haben, der noch gut ist und nächstes Jahr zum Beispiel einen neuen Schlittschuh kaufen wollen. Da ist zum Beispiel das ein Beispiel, wo ich sage, hier sind noch gute Chassis verbaut und noch ein guter Schlittschuh. Das kann man dann natürlich zusammenbauen. Dann hat man wieder einen ordentlichen Inliner, der einem gut passt. Oder man kann auch nagelneue Schlittschuhe nehmen und die auch umbauen lassen. Das ist auch gar kein Problem. Vorteil davon ist, dass die Range an Schuhe größer ist und man hat natürlich die Auswahl zwischen mehr Breiten, mehr Längen und so weiter, was beim Inliner ab und zu begrenzt ist. Deswegen macht es hier auch Sinn, wenn man zum Beispiel eine spezielle Schuhgröße und eine andere Breite hat, die es nicht so gibt am Markt, einen Schlittschuh zu nehmen und den umbauen zu lassen. Also die Schlittschuhe hier, glaube ich, sind große 12, die gibt es gar nicht in der Fit oder breiteren Inliner und deshalb hätte diese Kunde eigentlich kaum Wahl. Wenn er richtig Inliner haben will, der gut passt, müsste die Schlittschuhe umbauen lassen. Der Auswahl an Schlittschuh ist grundsätzlich größer wie der Auswahl an Inliner. Genau. Okay, dann machen wir den Marcel mal Sommerfit. Und danach kommen die Kupfernieten raus. Hier sieht man schon die Spreiznieten alle rausgezogen. Genau, die ziehen wir jetzt raus. Bei den Kupfernieten haben wir mehrere Möglichkeiten. Man kann entweder die Kupferniete mit der Liegmaschine ausschlagen oder man kann sie durchbohren und dann absetzen. Wir versuchen jetzt mal die durchzuschlagen. Wenn das klappt, wäre das super. Wenn nicht, dann werden wir sie einfach aufbohren und dann fallen sie ganz normal raus. Dieses Durchschlagen mit der Kupferniete funktioniert nicht immer. Das liegt einfach daran, dass manche Kupfernieten anders gesetzt sind als andere und dadurch hat man da keine Chance ranzukommen. Was nicht weiter schlimm ist. Weil dann bohrt man die einfach auf und dann ist es auch okay. Beim Aufbau muss man also ein bisschen mehr darauf achten, dass man den Holder nicht kaputt macht oder anbohrt. In dem Fall wäre es nicht ganz so schlimm, weil der Marcel auf seinen neuen Schlittschuh wieder neue Holder bekommt. Aber wir wollen natürlich die ganzen Sachen erhalten. Des Weiteren diese Verlängerung oder diese Erhöhungen, die wir reingebaut haben, das letzte Mal bei Marcel, dass er einfach einen höheren Stand und mehr Winkel hat beim Fahren.
Die nehmen wir komplett raus, okay, dass sie brechen. Das kommt einfach von dem Druck, der von oben beim Nieten ausgeübt wird und einfach, das ist ein Kunststoff und der Kunststoff hält es nicht aus. Aber das ist kein Problem, die tun wir dann wieder ganz normal einbauen. Ganz normal Custom einbauen bei Marcel und dann ist wieder gut. Jetzt haben wir einmal den Schuh abgenietet, also der Schuh ist außen noch ganz unbeschadet, darauf sollte man mal achten, dass man nichts abrutscht, nur Bohrer. So, die Nummer 2 ist auch fertig. Wir können anfangen aufzunehmen. So, jetzt haben wir Marcel seinen Schuh komplett abmontiert. Ein guter Skater braucht natürlich das Chassis perfekt aufgesetzt. Ich habe das jetzt mal hier vorbereitet. Ich habe mal ein Loch gefunden. Wir suchen immer Löcher, die bestehend sind und tun dann auf das Chassis setzen. Wenn wir gar keins finden, müssen wir alle Löcher neu setzen. Hier haben wir glücklicherweise jetzt eins gefunden. Wir müssen natürlich jetzt mit der Ausrichtung hinten und vorne achten, dass der dass das Chassis einfach schön mittig sitzt und dass wir natürlich den Abstand vorne und hinten passend haben. Mit dem einen können wir jetzt schon mal ganz gut arbeiten. Das machen wir jetzt aber am zweiten auch noch, dass wir gleich das parallel ansetzen. Und das sieht man jetzt schon. Bei dem Schuh ist es perfekt, so wie es ist. Bei dem Schuh leider nicht. Das heißt, wir müssen, dass der Hersteller erstens schon gar nicht immer das gleiche Lochbild verwendet, sodass wir es auch immer nutzen können. Und das zweite ist, jetzt müssen wir halt hier so ansetzen, dass es identisch ist wie hier drüben. Jetzt haben wir hier vorne uns die Hilfsniete gesetzt, dass wir einfach mit der Kupferniete den Schuh schön festhalten. Und jetzt tun wir natürlich über Kreuznieten, dass wir keine Verbindung ins Chassis kriegen. Hier hinten habe ich schon mal die Niete reingesetzt. Die Niete sollte immer einen gewissen Teil rausschauen, dass einfach die Niete genügend, eine Spreizniete, ist ja das, was wir hier verwenden, die soll natürlich gut ins Material reingreifen können. Diese super von der Länge, hinten immer ein bisschen länger als vorne. Und dann sieht man ganz gutes Ergebnis. Die Spreizniete ist natürlich schön aufgegangen. Wir haben uns gut getroffen. Und jetzt können wir vorne die nächste Niete setzen. Jetzt setzen wir aber davor einmal hier hinten die hier, dann die, dann nehmen wir die hier raus, weil das am lockersten ist. Und so bauen wir das Nietbild auf. Das gleiche beim zweiten Schuh auch. Wenn wir die so gesetzt haben, 4 und 4, 2 und 2, also alle 4, dann gehen wir drauf, dass wir alle anderen Löcher bohren. Man muss jetzt ein bisschen achten, hier ist man zum Beispiel nah an dem Loch, dass einen den Bohrer nicht verzieht. Und dann ist es vom Ansatz sehr gut. Und bei den hinteren 2 kommen dann wieder Kupfernieten rein. Das zeige ich dann gleich. Jetzt machen wir erstmal den zweiten Schuh soweit fertig. Zum Auftischen schon mal ein Highlight. Das sind die Kupfernieten. Die werden mit einem Ring draufgesetzt. Somit werden die nicht, greifen nicht rein, sondern die pressen das Material zusammen. Beim Bohren hinten immer wichtig, ein bisschen schräg, dass wir nicht das Futter anbohren. Und dann ist der Schuh kaputt.
schnell die Nietmaschine um. Der Ring sollte mindestens, also die Kupferlinie sollte mindestens so weit rausschauen. Das ist schon sehr knapp bei Marcel, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Dann wird der Ring auf den Schuh gepresst. Und hier wird es dann durch Schläge mit dem Hammer verdichtet. Das zeige ich euch jetzt gleich mal. Und geht hier drauf, hält den Druck mit der Nietmaschine und macht ein paar Schläge. Damit verdichtet sich das Material, wird breiter und das Material, also Chassis und Schlittschuh, werden zusammengepresst. Kupfer rostet nicht, damit hält der Schuh hier immer super fest. So. Und damit ist der Schuh komplett fertig, er ist super bombenfest, alles schön gerade. Dann gibt es noch die Einlagesohle wieder rein, Rollen drauf und dann kann der Marcel schon loslegen. Also, Inliner passen, wie ihr gesehen habt, ist ein bisschen Aufwand, die umzumontieren, aber nicht allzu viel. Und für manche Spieler oder Spielerinnen ist es wirklich vielleicht der beste Weg, anstatt neue Inliner zu kaufen. Nicht immer. Vielen Dank an Tobi und der Gang vom Sweep fürs Ummontieren. Vielleicht eine Idee für euch für den Sommer. Viel Spaß in eurem Sommertraining und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.